Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wie soll es anders sein? Dies wird mein letztes Video für das Jahr 2023. Es ist wirklich einiges in diesem Jahr passiert und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr nach wie vor immer noch hier am Start seid. Die meisten von euch sind schon länger am Start. Es kommen immer wieder neue Leute in die Community rein, was mich natürlich auch sehr freut. Es werden immer wieder neue Leute auf Shakes and Fidget aufmerksam, stoßen dann auf mich und bleiben dann entweder bei mir hängen oder ziehen weiter. Ne? Alles ist auf jeden Fall komplett in Ordnung und deswegen... Ja, vielen lieben Dank, dass ihr dieses Jahr mit mir hier verbracht habt. Ich hoffe, ihr habt genauso ein schönes Jahr gehabt wie ich. Für mich muss ich sagen, also für mich persönlich hat sich dieses Jahr echt wirklich einiges geändert, sowohl privat als halt eben auch hier in Shakes and Fidget und in SF selbst ist ja nun auch wirklich sehr viel passiert. Wir haben eine neue Klasse bekommen, die Server-Merges wurden ausgeführt und sind auch noch weiter natürlich im Gange. Es wurden neue Features implementiert. Natürlich gab es auch hier mal wieder so den ein oder anderen Fehler. Das bleibt, denke ich mal, nicht aus. Aber die Transparenz und wie Playa Games damit umgeht, ist auf jeden Fall deutlich besser geworden. Und ich denke mal, wir hatten es ja letztes Mal schon im Video, dass Shakes and Fidget auf jeden Fall noch eine rosige Zukunft vor sich haben wird. Mein Char an sich ist natürlich auch extrem gewachsen im Vergleich zum letzten Jahr. Ich habe mir mal einen Screenshot gemacht von von vor heute, quasi vor einem Jahr, ne, als ich da mein letztes Video gedreht hatte, am 31.12., hier unten seht ihr es, und dort habe ich 325.000, fast 26.000 Punkte in Intelligenz, ne, also Total Stats, und 200.000 Ausdauer. Und Ausdauer haben wir einfach um 100.000 erhöht und Intelligenz, ja, sind wir auch jetzt knapp vor den 400.000. Ne? Und man muss dazu halt bedenken, das sind halt wirklich einzig und alleine die Basispunkte, die dieses Jahr bei mir angestiegen sind. Equipment-technisch habe ich mich null verbessert. Das habe ich hier extra so mal gescreenshottet, weil ich hier euch diesen Unterschied nochmal zeigen wollte. Und zwar habe ich immer noch das gleiche Equipment wie von vor einem Jahr. Da hat sich ja nichts dran geändert. Hier 1032 Stat-Punkte auf den 3 Attributen hier. Und wenn wir jetzt auf die Rüstung mal rübergehen, das ist der Hut, wo ich jetzt gerade drauf bin. Dann sehen wir hier 1032. Es hat sich einfach nichts verändert. Das heißt, Equipment ist gleich geblieben und die Statpunkte, vor allen Dingen die Basis-Statpunkte sind halt gestiegen und dieser Anstieg ist halt alleine durch die festgelegten Basispunkte eben das Endresultat. Ne? Natürlich hätte man auch noch viel mehr Statpunkte rausholen können durch das neue Equippen, aber da kennt ihr ja auf jeden Fall meine Pläne, was halt auch sehr cool ist. Wir haben das Jahr beendet mit 635 und sind jetzt auf 669, also haben wir da auf jeden Fall auch guten Progress gemacht und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wenn es denn bald in Richtung Stufe 700 geht. Ich hoffe, ihr begleitet mich bis dahin auch, denn dort, zu diesem Zeitpunkt, da kracht es richtig in der Hütte. Und zu diesem Zeitpunkt werde ich wahrscheinlich bereits schon auf Fusion 9 spielen, auf F9, weil ja im ersten Quartal, besser gesagt im Januar wahrscheinlich bereits schon, oder im Februar, mal schauen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was angekündigt worden ist, ich habe schon wieder vergessen. Auf jeden Fall im ersten Quartal mein Server S31, auf dem ich spiele, wo auch hier sich mein Main drauf befindet, halt eben auch gemerged wird mit ganz vielen anderweitigen deutschsprachigen Servern. Und dann bin ich auf jeden Fall umgeben mit noch mehr Konkurrenz, was natürlich mich freut, was ziemlich geil ist und wo sich natürlich mein Damage Spike, den ich dann haben werde auf Stufe 700, natürlich nochmal ganz anders entfalten wird als jetzt auf diesem alten Server.
Wenn ich jetzt hier zum Beispiel schon mich komplett neu equippen würde, dann würde ich wahrscheinlich die Rangliste ohne Probleme dominieren können. Das ist jetzt im Moment noch nicht der Fall. Ich switche zwischen Rang 1 und Rang 5 hin und her und bin eher auf Rang 3, 4, 5 unterwegs, weil ich halt weniger als eine 50-prozentige Chance habe gegen zum Beispiel Sir Webster und Teufli, die halt eben auf Platz 1 und 2 stehen im Moment. Und das ist halt eben aus dem Grund, weil ich halt eben deutlich schlechter bin, was halt die Total Stats angeht, aber deutlich, deutlich besser bin, was die Basispunkte halt eben angeht. Ne? Vergleichen wir mal ganz kurz 189k zu 184k und dann aber Ausdauer 122k zu 133k. Also es ist jetzt kein bedeutend großer Unterschied, aber ich habe jetzt so langsam die Leute eingeholt bzw. überholt, weil ich ja auch, ich sag mal, ein Spätstarter gewesen bin auf dem Server hier. Ich hatte mich registriert, da war ich der 150.000. Spieler auf S31. Das kann man ja mit /pit, kann man das Ganze eingeben, auf welchen registrierten Rang ihr habt. Ne? Das kann ich ja mal ganz kurz machen hier, falls ihr mir nicht glaubt. Pit, so, und dann seht ihr hier Platz 150.318, das ist quasi der Rang, auf den ich gestartet bin, als ich hier auf S31 angefangen habe, also ein Aufholjäger, kann man sagen, ja, und Aufholjäger haben ja dieses Jahr auch wirklich viele gestartet, auch explizit hier auf S31 und da können wir natürlich auch nochmal drauf schauen, denn die Aufholjäger, die hier auf S31 große Welle gemacht haben, die werden jetzt mittlerweile auch schon ein Jahr alt. Also das muss man sich wirklich mal überlegen. Damals hatte hier der Piccolo gestartet mit der Aufholjagd und dann haben viele andere danach ihm Gleiches getan und hat quasi wirklich eine Welle an Aufholjägern ausgelöst hier am 26.12., also schon ein bisschen über einem Jahr. Und hat jetzt hier auch mittlerweile nach einem Jahr einen wirklich sehr stabilen Account. Der Derafin ist hier auf dem Server mit dem Nekromanten und spielt hier einen Aufholjäger. Graf Zahl hatte hier auch drauf gespielt. Ich glaube, er ist wieder aktiv. Also ich glaube, S31 spielt er und W50 auf jeden Fall wieder. Der Kysuel hat hier angefangen, auch ich glaube ganz kurz nach, am 28.12., ich glaube ganz kurz war das nach Piccolo, ne, 2 Tage später, und hat hier auch mit dem Baden mittlerweile auch einen sehr starken Account. Wird wahrscheinlich mit einer der stärksten Aufholjäger werden in Zukunft, denke ich mal, weil der Kysuel im Vergleich zum Piccolo eine Dungeon-Pause einlegt und diesbezüglich wahrscheinlich hinten raus im Late Game ein bisschen stärker sein wird als jetzt zum Beispiel der Piccolo, der jetzt Dungeons legt. Beides aber trotzdem sehr, sehr starke Accounts und gerade hier könnt ihr auch sehr, sehr gerne mal vorbeischauen hier. Macht auch Daily Content genauso wie ich zu seinem Char hier und was er so noch in Zukunft reißen wird. Genauso wie beim Piccolo, der das Ganze hier auch gestartet hat mit einem Videotagebuch. Gut, macht jetzt nicht jeden Tag ein Video, aber dokumentiert auf jeden Fall auch seinen Progress, das ist das Stichwort bei Piccolo, auf seinem YouTube-Kanal. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch viele weitere Aufholjäger auch auf dem Server hier. Ne, manche sind geblieben, manche haben aufgehört, das ist ganz normal. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sag ich mal, erfolgreiches Jahr, wie gesagt, sowohl bei mir persönlich als auch eben in Shakes & Fidget. Und jetzt gerade zum Ende des Jahres der krönende Abschluss nochmal für mich ganz persönlich, muss ich wirklich so sagen, da kommt das ganze Jahr eigentlich nichts drüber, weil seit Februar hat ja Shakes & Fidget den Creator Code auf den Markt gebracht und seitdem her können halt die Spieler aus allen Communities ihre Lieblings-Creator da draußen unterstützen und das halt eben mehr kostenfrei im Webshop, indem sie da einfach nur den Creator Code von dem jeweiligen Content Creator eingeben und halt eben dieser anteilig damit beteiligt wird.
hat das von vielen Creatoren auf jeden Fall, denke ich mal, vieles privat auch geändert, so halt eben auch bei mir. Und ja, da hatte ich halt eben dann auch sofort gesagt, dass ich da auf jeden Fall auch von was abgeben möchte und weiterleiten möchte. Und da hatten wir jetzt eben kürzlich auch ja, die Drehtage gehabt, halt eben zum Spendenvideo. Der Sergio war hier mit Freunden, der Chris war noch ganz kurz hier. Dann hatte ich ja, Small C, den ihr ja auch schon aus ein, zwei Videos kennt, mit Willi, seinem Kameramann, der auch eine sehr, sehr geile Arbeit gemacht hat. Auf jeden Fall, ja, den habe ich da auch das erste Mal kennenlernen dürfen jetzt bei diesem Dreh, und den Smally, den sehe ich auch so, so selten, und dann haben wir zwei sehr lange Tage zusammen verbracht. Das war auf jeden Fall für mich das absolute Highlight des Jahres, und ja, haben halt eben das, was durch den Creator Code da reinkam, ja, hatte ich ja einen bestimmten Anteil, sag ich mal, auch gespendet, und dazu hatten wir halt eben das Video aufgenommen, jetzt die 2 Tage, und das war auf jeden Fall für mich ein Erlebnis, was ich so auch nicht mehr vergessen werde. Gerade die Einsätze, die wir da mitbekommen haben, und wie das Ganze da so abläuft. Und das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die kann mir keiner mehr nehmen. Und ja, eigentlich alles resultierend aus diesem Spiel Shakes & Fidget. Es ist unglaublich, wo sich das Ganze hin entwickelt hat. Und deswegen bin ich da euch auch, sowohl Playa Games bin ich dankbar für das, was sie machen, für das, was sie uns bereitstellen, den Creatoren auch, ne, aber auch, was sie euch und mir auch an Content bereit liefern. Aber natürlich bin ich euch auch natürlich 1000, 10.000, 100.000, ich kann gar keine Nummer beschreiben dafür, dankbar, dass ihr mich halt eben supportet mit dem, was ich hier mache auf YouTube, und mich begleitet auf meinem Wege hier, und ja, da immer so fleißig auch natürlich auch den Creator Code eingebt. Deswegen, das kann ich auf jeden Fall nicht in Worte fassen, dass ihr auf jeden Fall für, ja, ich sag mal, Liebe für mich im Herzen habt. Deswegen habe ich auf jeden Fall für alle von euch da draußen auch genauso gleiche Liebe für euch im Herzen, und mache das auf jeden Fall nach wie vor immer noch sehr, 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 sehr gerne, und ich kann mir nicht vorstellen, eines Tages mal irgendwann damit aufzuhören, ne? Deswegen, ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall auch hier für das letzte Video dieses Jahr, dass ihr mich das ganze Jahr lang auch wieder begleitet habt, und ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Passt auf euch auf, ja, macht nicht zu doll, keine unüberlegte Scheiße bauen an Silvester, da kann immer sehr viel passieren. Deswegen, ja, immer schön wachsam sein und auf euch aufpassen. Das wäre mir auf jeden Fall sehr lieb, damit wir uns dann halt auch, ja, es geht direkt weiter am 1. im neuen Jahr, dann auch gleich gesund und munter wieder begrüßen dürfen zu einer neuen Folge Shakes & Fidget. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, guten Rutsch ins neue Jahr. Haut rein und bis zum nächsten Mal. So Freunde, wir haben es Ende des Monats, und an jedem Monatsende hatte ich ja versprochen gehabt, dass alle Support-Video-Mitglieder im Video namentlich erwähnt werden, und das passiert natürlich auch. Deswegen bedanke ich mich auf jeden Fall an jeden, der das Ganze ja, macht und mich unterstützt auf diesem Wege. Ihr könnt das Ganze auch tun, wenn ihr wollt. Ihr müsst es nicht. Das Ganze ist natürlich komplett ja, freiwillig so. Deswegen, das ist ja alles andere als selbstverständlich. Deswegen Dankeschön an die Leute, die mich auf diesem Wege noch zusätzlich supporten wollen. Und ja, deswegen bedanke ich mich einmal zuerst bei iPax. Vielen lieben Dank an dich, dass du hier die Support-Video-Mitgliedschaft abgeschlossen hast. Und dann haben wir den Timo MK. Dankeschön auch an dich, dass du hier die Support-Video-Mitgliedschaft abgeschlossen hast. Ja, Dankeschön. Mehr sind es nicht, aber das ist auf jeden Fall schon mehr als genug. Wie gesagt, das Ganze ist natürlich nicht ja, selbstverständlich. Das betrachte ich auch als komplett, sag ich mal, Over-the-Top-Support, aber euch möchte ich auf jeden Fall und alle anderen in Zukunft, falls sich dazu jemand in Zukunft entscheidet, natürlich auch dementsprechend honorieren, und deswegen wird zu jedem Monatsende immer
die Support-Video-Mitgliedschaft hier im Video nochmal gezeigt, eingeblendet und namentlich erwähnt. Dankeschön fürs Zuschauen. Jetzt verabschiede ich mich aber wirklich. Haut rein und bis zum nächsten Mal.